Hallo Modelleisenbahnfreunde, ich darf euch heute hier auf meinem Modellbahnkanal Weppels Wunderwelt begrüßen zur zweiten Ausgabe für dieses Jahr, die Februarausgabe. Was habe ich euch heute mitgebracht? Das sind wie gewohnt 3 Dinge. Zum einen, was hat sich auf der Anlage getan, baufortschrittmäßig. Das zweite, was gibt es Neues? Und das dritte ist wie immer am Schluss ein Fahrvideo mit einigen Fahrszenen auf der Anlage. Beim Baufortschritt. Beim letzten Mal hatte ich ja gezeigt, dass ich die Oberleitungsmasten im Bereich Gleis 3 und 4 aufgestellt habe. Speziell dann an der Gleistrennung Richtung Gleis 3 und dann dort auch beim Beisanden die Grundplatte für die Schrebergärten eingebaut habe. Ich habe jetzt beim Gleis 4 nochmal 2 weitere Masten gesetzt, dass man die Holzplatte komplett außenrum besanden kann, damit die schön fest drin sitzt. Habe dann angefangen von Faller die Schrebergärten auf der Platte zu verteilen, das Ganze dann mit Sandnummer bestreut und eingefärbt und dann entlang der Entnahmekante, um diese zu verdecken, noch eine Hecke aufgebaut. Diese dann noch etwas gesupert, weil mir die Ursprungshecke so nicht ganz gefallen hat. Das sehen wir jetzt gleich im anschließenden Video. Um die Grundplatte für die Schrebergartenanlage endgültig fest in eine Sandumrandung zu setzen, mussten noch die beiden fehlenden Turmmasten für Gleis 4 und 5 angefertigt und eingebaut werden. Dann wurden wieder die Kanten gegen das Festsetzen des Sandes mit Backalufolie gesichert und der Sand aufgebracht und mit einem Weißleim-Wassergemisch befestigt. Anschließend wurde alles gereinigt. Hier jetzt noch die Baumaterialien für den ersten Abschnitt und die Bausätze von Faller. Als erstes habe ich aus den Faller-Bausätzen die Grundelemente entnommen. Um die Bausätze später noch zuordnen zu können, habe ich die bedruckten Außenhüllen geteilt und ein Teil davon in den Karton zurückgelegt. Die Verteilung der Grundelemente erfolgte nach einem vorher festgelegten Plan. Nachdem alle Grundelemente ausgepackt und verteilt waren, habe ich diese auf der Rückseite vom Papier befreit und soweit der Kleber schon ausgetrocknet war, diese mit Kontaktkleber bestrichen und auf der Grundplatte aufgeklebt. Und so sah die Grundplatte dann aus. Im nächsten Schritt sollte nun auf der Grundplatte die verbleibende Fläche mit einer dünnen Schicht Quarzsand überzogen werden. Dazu habe ich die Platte entnommen und Packpapier untergelegt. Dann wurde der Rand mit Weißleim eingestrichen und etwas Sand in den feuchten Weißleim gestreut. Anschließend wurde die komplette Fläche mit Sand eingestreut. Besondere Vorsicht war bei den Grundelementen von Faller geboten, damit hier kein Sand aufgestreut wurde. Zu viel Sand wurde dann noch einmal mit dem Pinsel verteilt und nachgestreut. Die Befestigung des Sandes erfolgte wieder mit einem Weißleim-Wassergemisch. Allerdings habe ich diesem auch etwas Erdfarbe von Noch hinzugefügt.
Hierdurch sieht man besser, welche Teile schon ausreichend durchfeuchtet sind. Nachteilig ist aber, dass man an der Farbe nicht mehr viel ändern kann, wenn alles trocken ist. Hier nun das Ergebnis mit den einzelnen Parzellen. Den kompletten Bereich wollte ich mit einer Hecke gegen den Rest der Anlage trennen. Diese sollte auch die Schnittkante des entnehmbaren Brettes verdecken. Für die Hecke habe ich mir von Faller 2x3 Hecken grün mit Artikelnummer 181489 gekauft. Da diese aber zu sehr nach Schaumstoff aussahen, habe ich diese noch einmal mit Laub mittelgrün nachgearbeitet. Dazu habe ich die Hecke mit Beflockungsleim von Heki bestrichen und dann das Laub aufgestreut. Zur besseren Verteilung habe ich das Laub durch ein Sieb aufgebracht. Hier der Unterschied zwischen einer behandelten und einer unbehandelten Hecke. Das verwendete Material zur Herstellung der Hecke. Vor dem weiteren Verarbeiten muss noch überschüssiges Material abgeschüttelt werden. Das Material kann wiederverwendet werden. Danach wird Hecke für Hecke mit Kontaktkleber aufgeklebt. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Kleber in den Schlitz läuft und dass die Hecke nur auf einer Seite des Schlitzes verklebt wird. Da beim Verkleben auch wieder Laub abfällt, muss vor dem nächsten Schritt wieder gründlich gereinigt werden. Und so sieht es jetzt dort aus. Weiterhin habe ich Gleis 3 unterhalb des Stellwerkes geschottert, das Stellwerk noch etwas mit Farbe gealtert und mit ein paar Bahnbeamten ausgestattet. Als nächstes erfolgt nun noch die Begrünung der größeren Flächen. Es werden noch ein paar Gemüsegärten angelegt und die Schrebergärten von Faller warten auf die Endmontage. Aber dazu kommen wir in einem der nächsten Videos.
Bei den Neuheiten habe ich mir dieses Mal die 39253 Lokomotive zugelegt. Das ist die C56 aus der Schweiz, der sogenannte Elefant, in der Ausführung, wie er heute vor dem SLM Firmengebäude in Winterthur steht. Man sieht die Lokomotive auch jetzt hier schon im Gleis 1 stehen. Das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Die einzige Neuheit für Februar ist die Gotthard-Dampflokomotive Serie C56 Elefant der Schweizerischen Bundesbahn mit dreiachsigem Kohleschlepptender für den Einsatz im Güter- und Schnellzugverkehr auf der Gotthardstrecke. Die Ausführung ist im Zustand der Denkmallokomotive vor den SLM-Hallen in Winterthur. Die Betriebsnummer der Lok lautet 2969 mit dem Betriebszustand Epoche 4.5. Der Raussatz ist schon serienmäßig verbaut. Der schön gestaltete Führerstand kann beleuchtet werden. Jetzt noch eine kleine Präsentationsfahrt mit einigen der vielen Soundfunktionen.
So, das war's nun wieder für heute. Es folgen nur noch einige Fahrszenen auf der Anlage. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, eure Kommentare und ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Weppel.